Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Adele, heute habe ich eine wirklich interessante Geschichte für dich. Du weißt doch, dass ich seit einem Monat eine Katze habe, oder? Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Peter, ja, du hast mir neulich von deiner Katze erzählt. Wie heißt sie nochmal? Sie heißt Mimi und gestern musste ich mit ihr zum Tierarzt gehen. Es war mein erstes Mal mit einem Haustier beim Tierarzt und ich war ehrlich gesagt total nervös. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Was? Oh, das kenne ich sehr gut. Ich habe auch einen Hund und das erste Mal beim Tierarzt war wirklich aufregend. Nicht nur für meinen Hund, sondern auch für mich. Aber zuerst, liebe Zuhörer, eine Frage an euch. Habt ihr auch ein Haustier, eine Katze, einen Hund, vielleicht etwas ganz Ungewöhnliches? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, schreibt uns. Haustiere machen das Leben so viel schöner. Aber Adele, ich muss dir erzählen, was passiert ist. Also, ich bin am Dienstagmorgen in die Tierarztpraxis gegangen. Als ich reingekommen bin, hat mich die Sprechstundenhilfe sofort freundlich begrüßt. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und ich stand da und dachte kurz nach, was ich genau sagen soll. Das ist wirklich verständlich, Peter. Liebe Zuhörer, genau das passiert uns beim Deutschlernen manchmal, oder? Man kennt die Wörter, aber im Moment braucht man sie. Ist der Kopf plötzlich leer? Was hast du dann gesagt? Ich habe tief Luft geholt und gesagt, Guten Tag, ich habe einen Termin für meine Katze Mimi. Sie frisst seit 2 Tagen nicht richtig und ich mache mir Sorgen um sie. Die Sprechstundenhilfe war sehr freundlich. Sie hat mir dann ein Formular gegeben. Ein Formular. Das kenne ich auch. Was musste man da ausfüllen? Das ist sicher interessant für unsere Zuhörer, die vielleicht noch nie mit einem Haustier beim Tierarzt waren. Auf dem Formular musste ich den Namen des Tieres schreiben, das Alter, die Rasse, das Geschlecht und ob Mimi schon einmal beim Tierarzt war und ob sie geimpft ist. Mimi ist 2 Jahre alt. Sie ist eine europäische Kurzhaarkatze und ich habe sie aus dem Tierheim adoptiert. Alle Impfungen hat sie bekommen. Du hast Mimi adoptiert. Das ist wunderbar. Liebe Zuhörer, in Tierheimen warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Es ist eine tolle Sache, ein Tier zu adoptieren. Aber zurück zum Tierarztbesuch. Musstest du dann lange warten, Peter? Ich habe etwa 20 Minuten im Wartezimmer gewartet. Dort saßen noch andere Menschen mit ihren Tieren. Ein älterer Mann hatte einen sehr großen Labrador. Dann war da eine junge Frau mit einer kleinen weißen Katze. Und ganz in der Ecke saß ein Kind mit einem kleinen Vogel in einem Käfig. Oh, ein Vogel beim Tierarzt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und wie hat Mimi auf all diese Tiere reagiert? Sie war sicher nicht so ruhig wie der Labrador, oder? Nein, überhaupt nicht. Als Mimi den großen Hund gerochen hat, hat sie sofort angefangen zu zischen. Sie hat sich in ihrer Transportbox versteckt und wollte gar nicht mehr rauskommen. Ich musste ihr gut zureden. Ich habe ganz ruhig gesagt, alles gut, Mimi, wir sind gleich fertig und dann gehen wir nach Hause. Sie hat mich durch das Gitter angeschaut und sich etwas beruhigt. Das ist so süß. Haustiere verstehen uns manchmal wirklich, auch wenn sie kein Deutsch können. Haha. Liebe Zuhörer, habt ihr das auch erlebt? Dass euer Haustier euch zuhört, wenn ihr mit ihm sprecht? Schreibt es uns in die Kommentare. Dann kam endlich der Moment, Peter. Euer Name wurde aufgerufen? Ja. Nach 20 Minuten hat eine Tierarzthelferin meinen Namen gerufen. Herr Müller, mit Mimi, bitte kommen Sie. Ich bin dann in das Untersuchungszimmer gegangen. Das Zimmer war sehr sauber und hell, mit einem großen Untersuchungstisch in der Mitte. Und wie war der Tierarzt? Manchmal hat man Angst, dass ein Arzt keine Zeit oder keine Geduld hat. Dr. Schneider war wirklich sehr nett und geduldig. Er hat sich vorgestellt und dann gefragt, was führt Sie und Mimi heute zu uns? Das ist eine sehr typische Frage beim Tierarzt. Liebe Zuhörer, diese Phrase bedeutet einfach, warum sind Sie heute hier? Was ist das Problem? Sehr gut erklärt, Peter. Liebe Zuhörer, merkt euch das. Was führt Sie zu uns? Das ist eine wichtige Phrase. Und was hast du dann erklärt, Peter? Ich habe gesagt,
Mimi frisst seit ungefähr 2 Tagen nicht richtig. Normalerweise frisst sie sofort alles auf, aber jetzt lässt sie fast ihr ganzes Futter stehen. Das ist sehr ungewöhnlich für sie. Dr. Schneider hat aufmerksam zugehört und genickt. Sehr gut. Es ist immer wichtig, das normale Verhalten zu beschreiben und dann zu sagen, was sich verändert hat. Hat der Doktor dann viele Fragen gestellt? Ja, viele. Er hat gefragt, schläft sie normal oder mehr als sonst? Trinkt sie noch Wasser? Geht sie noch auf die Toilette? Hat sie erbrochen? Ist sie eine Wohnungskatze? Das waren so viele Fragen auf einmal, dass ich kurz nachdenken musste. Hahaha, das verstehe ich. Liebe Zuhörer, das sind sehr wichtige Fragen beim Tierarzt. Die Antworten helfen dem Arzt, das Problem zu verstehen. Peter, wusstest du alle Antworten? Zum Glück ja. Ich habe gesagt, sie schläft etwas mehr als normal. Sie trinkt Wasser, aber nicht so viel wie sonst. Auf die Toilette geht sie normal. Sie hat nicht erbrochen und sie ist eine reine Wohnungskatze. Der Doktor hat alles sorgfältig in seinen Computer eingetippt. Perfekt. Liebe Zuhörer, beobachtet euer Haustier gut im Alltag. Wenn etwas anders ist als sonst, macht euch Notizen. Beim Tierarzt werdet ihr genau diese Fragen bekommen und es ist sehr hilfreich, wenn ihr die Antworten kennt. Das ist ein wirklich guter Rat. Dann hat Dr. Schneider Mimi untersucht. Er hat sie vorsichtig aus der Transportbox genommen und von Kopf bis Schwanz angeschaut. Zuerst hat er ihre Augen, dann ihre Ohren und ihren Mund untersucht. Dann hat er sein Stethoskop genommen und ihren Herzschlag und ihre Atmung gehört. Ah, das Stethoskop. Das kennen wir alle vom Arzt. Liebe Zuhörer, auf Deutsch heißt es das Stethoskop, fast gleich wie auf Englisch. Manchmal ist Deutsch gar nicht so schwer. Was hat der Doktor noch gemacht? Er hat auch Mimis Bauch abgetastet. Er hat sehr vorsichtig gedrückt und dabei Mimi beobachtet, um zu sehen, ob sie Schmerzen hat. Und zum Schluss hat er ihre Körpertemperatur gemessen. Das war der Moment, wo Mimi wirklich nicht glücklich war. Hahaha, ich kann mir vorstellen, warum. Die Temperatur wird beim Tier etwas anders gemessen als beim Menschen. Die Zuhörer wissen sicher, was ich meine. Wie hat Mimi reagiert? Sie hat laut gejault und versucht wegzulaufen. Aber Dr. Schneider hat sie sanft festgehalten und gesagt, »Gleich fertig, Mimi.« Es hat nur ein paar Sekunden gedauert. Danach hat er sie gestreichelt und Mimi hat sich beruhigt. Ein guter Tierarzt muss auch die Tiere beruhigen können. Und was war das Ergebnis der Untersuchung? Dr. Schneider hat gesagt, »Ihre Katze hat leichte Magenbeschwerden. Ich glaube, sie hat etwas gegessen, was ihr nicht gut tut, oder sie ist ein bisschen gestresst. Die Temperatur ist normal, das Herz ist gesund, es ist nichts Ernstes.« Ich war so erleichtert. Liebe Zuhörer, die Phrase »Ich bin erleichtert« bedeutet, dass man sich besser fühlt, weil etwas nicht so schlimm ist, wie man dachte. Ein sehr nützliches Wort. Was hat der Doktor als Behandlung vorgeschlagen, Peter? Er hat gesagt, wir geben Mimi heute eine Spritze gegen die Übelkeit. Das hilft ihr sofort. Außerdem verschreibe ich ein Schonkostfutter für die nächsten 5 Tage. Das ist leichter für den Magen. Ich habe alles aufgeschrieben. Sehr gut, dass du mitgeschrieben hast. Liebe Zuhörer, beim Arzt oder Tierarzt immer mitschreiben. Man vergisst sonst so leicht, was gesagt wurde. Hat Mimi die Spritze gut vertragen? Sie hat kurz gezuckt und ein kleines Miau gemacht, aber dann war es vorbei. Dr. Schneider hat sogar gesagt, sehr brav, Mimi. Das fand ich so lustig. Er hat die Katze gelobt wie ein kleines Kind. Haha, das machen viele Tierärzte. Und hast du noch genaue Anweisungen für zu Hause bekommen? Ja, sehr genaue. Dr. Schneider hat erklärt, geben Sie Mimi das Schonkostfutter 3-mal am Tag in kleinen Portionen, nicht zu viel auf einmal. Und stellen Sie immer frisches Wasser hin. Ich gebe Ihnen auch noch Magentropen, morgens und abends je 5 Tropfen ins Futter. Liebe Zuhörer, haben ihr das alles gehört? 3-mal am Tag, in kleinen Portionen, morgens und abends. Das sind sehr nützliche Ausdrücke, die man nicht nur beim Tierarzt, sondern auch beim Arzt für Menschen hört. Sehr wichtig für euren deutschen Wortschatz. Genau. Und am Ende hat die Helferin mir die Rechnung gebracht. Der Besuch hat insgesamt 88,50 € gekostet. Untersuchung, Spritze, Futter und Tropfen zusammen.
Das war schon etwas teuer, aber Mimi ist mir wichtig. Ja, Tierarztbesuche können teuer sein. Liebe Zuhörer, ich möchte euch etwas Praktisches sagen. Es gibt in Deutschland Tierkrankenversicherungen. Das sind Versicherungen, die die Tierarztkosten ganz oder teilweise bezahlen. Wusstet ihr das? Das wusste ich nicht. Ich dachte, Versicherungen gibt es nur für Menschen. Adele, hast du so eine für deinen Hund? Ja, ich habe eine Tierkrankenversicherung für meinen Hund Bello. Ich zahle jeden Monat einen kleinen Betrag und wenn Bello krank wird, übernimmt die Versicherung einen großen Teil der Kosten. Das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Das klingt sehr sinnvoll. Ich werde das für Mimi auch überlegen. Liebe Zuhörer, schreibt uns in die Kommentare, habt ihr eine Versicherung für euer Haustier? Würdet ihr eine abschließen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Und noch eine Frage. Habt ihr schon mal ein lustiges oder besonderes Erlebnis beim Tierarzt gehabt? Erzählt uns davon. Solche Geschichten machen immer Spaß. Wie geht es Mimi jetzt, 3 Tage später? Viel besser. Sie frisst wieder richtig und ist wieder aktiv. Gestern hat sie meinen Stift vom Tisch geschubst und dabei so getan, als wäre es ein Unfall. Haha, typisch Katze. Katzen lieben es, Dinge vom Tisch zu schubsen. Das ist ein internationales Katzenphänomen. Wunderbar zu hören, dass Mimi wieder gesund ist, Peter. Ja, ich bin sehr erleichtert. Der nächste Termin ist in 2 Wochen zur Kontrolluntersuchung. Dr. Schneider möchte prüfen, ob alles wirklich wieder in Ordnung ist. Kontrolluntersuchung. Wieder ein wichtiges Wort. Das bedeutet, man geht nochmal zum Arzt, um zu prüfen, ob alles gut ist. Liebe Zuhörer, habt ihr heute etwas Neues gelernt? Wir haben über einen sehr alltäglichen, aber wichtigen Moment gesprochen. Den Besuch beim Tierarzt auf Deutsch. Und wir haben viele nützliche Wörter gehört. Die Tierarztpraxis, das Wartezimmer, die Untersuchung, die Spritze, das Schonkostfutter, die Magentropen. Und Phrasen wie seit 2 Tagen, 3-mal am Tag, was führt sie zu uns? Das sind echte Ausdrücke aus dem echten Leben. Genau. Und das ist der beste Weg, Deutsch zu lernen, mit echten Situationen aus dem Alltag. Liebe Zuhörer, übt diese Wörter und Sätze. Schreibt sie auf, sprecht sie laut aus und versucht sie im Alltag zu benutzen. Wenn ihr mehr Deutsch üben möchtet, hört euch unsere anderen Episoden bei Wow Spoken German an. Wir haben Episoden über Einkaufen, Reisen, Arbeit, Freizeit und viele andere Themen. Vergesst nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. So verpasst ihr keine neue Episode. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch viel Spaß beim Deutschlernen und bleibt gesund. Und natürlich auch eure Haustiere. Auf Wiedersehen und Tschüss. Machet's gut und bis bald bei Wow Spoken German.